Herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast. Eine Nachricht aus meinem Herzen will zu dir. Bin selber gerade 1,5 Wochen lang durch eine schwere Erkrankung gegangen. Dengue-Fieber, aber eine sehr hohe kritische Form, wo ich sehr, sehr viel Blut verloren habe und wirklich sehr, sehr dankbar bin, dass ich noch da bin. Gerade in meinem eigenen Durchgang auch durch diese herausfordernden Dinge in meinem Körper konnte ich wieder sehr, sehr viel weiter wachsen. Und einfach sehen, wie wahnsinnig die Kraft ist, die wir in unserem Inneren haben. Und warum ich auch immer wieder und immer wieder diesen Impuls habe zu sagen, hey, nicht das Außen, was jetzt gerade da vor deiner Nase ist die Realität, sondern die Realität ist in dir. Das ist ein phasenverschobener Spiegel, der dir in einer späteren Phase das wiedergibt, was du vorher in dir geglaubt und gedacht hast. Und warum das auch so wahnsinnig intensiv in mir drinnen ist ja, dass ich ja 2016 auch so schwer an Rheuma erkrankt bin und diese Krankheit als Chance ergriffen habe und von ihnen rausgeschmissen habe und sozusagen wirklich aus einem ganz katastrophalen Zustand und unbeschreiblichen Schmerzen viele Jahre hindurch mich dann schlussendlich innerhalb von 4 Jahren restlos davon befreit habe. Obwohl die mir im Krankenhaus gesagt haben, ja, wenn du diese Medikamente, diese starken, nicht nimmst, dann wirst du Folgewirkungen haben, dein Leben lang, Verwachsungen in den Fingern und all die ganzen Probleme, die normalerweise Menschen haben, die Rheuma-Erkrankung haben. Und nichts von den Dingen ist der Fall, weil natürlich der Geist oberhalb der Materie steht. Und ich habe damals die Situation ergriffen und gesagt, so, was alles in meinem Leben muss sich komplett verändern? Was passt nicht? Was ist die Sprache meiner Krankheit? Was ist nicht in Übereinstimmung mit meinem eigenen Lebensplan und bin ja dann damals mit meinem Mann aufgebrochen. Wir haben alles losgelassen in Europa und sind meiner inneren Stimme gefolgt und nach Asien gekommen, nach Hause genau genommen. Und dadurch, dass wir wirklich in der Lage waren, das alles loszulassen, aber auch das ganze alte Selbst loszulassen und auch das ganze alte Denken loszulassen, konnte ich mich so durchgängig heilen und bin in eine so unfassbare Phase von tiefem Segen gekommen, wie man sich es gar nicht vorstellen kann. 5 Jahre sind wir schon wieder hier. Und daher weiß ich einfach natürlich auch in der wirklichen Praxis, wie es funktioniert und was Thema ist, auch jetzt in dieser heutigen Zeit mit vielen, wo viele Menschen dran stehen. Wenn in deinem Leben nicht überall wirklich Segen und große Freude im Leben anwesend ist, sondern wirklich noch viele Dinge dir Angst bereiten, Schwierigkeiten bereiten, Sorgen bereiten, dann ist das ein Bewusstsein, was dich klein hält, was nichts mit dir zu tun hat, was nicht in Übereinstimmung ist mit deinem inneren Wesen. Und es geht darum, das zu erkennen und zu entlassen. Und das wandelt es. Nein, es ist nicht die Situation, dass, ach, es ist ja arg, so arg von außen. Schau doch, wir sind hier jetzt zum Beispiel in Europa oder so weiter und schau die ganzen Schwierigkeiten vom Wetter und was weiß ich was und Klimawandel und Mühsal und Probleme und Dinge und zum Beispiel Kriegsgefahren und so weiter. Nein, natürlich ist es so, dass wir so konditioniert sind, dass wir ganz leicht auf die Ängste gehen und den Verstand gehen. Das geht ganz von alleine, da brauchen wir überhaupt keine Kraft. Aber wenn wir einfach dem alleine folgen, ja, da würde ich niemals krank gesund werden von innen, da könnte ich niemals meine Lebenssituation verändern, da könnte ich niemals auf einmal wirklich den größten Segen in meinem Leben leben.
Und das ist einfach dieser Bewusstseinspunkt, auf den es unbedingt ankommt und wo man unbedingt erfahren muss. Bin ich einfach Opfer der Umstände und renne ich den Dingen hinterher, die mir vor der Nase stehen, ja? Und ich meine natürlich Schmerzen und so weiter, das ist eine ganz leichte Geschichte, dem hinterher zu rennen, weil die sind ja so, ach, so wahnsinnig, wirklich unfassbar laut. Und der Punkt ist, es geht aber genau nicht darum, dieser lauten Kraft in einem zu folgen, die da sagt, es ist aber so furchtbar und es ist so grässlich und die ganzen Medien und die ganzen Ängste und die ganzen Schwierigkeiten, sondern es geht wirklich darum zu sagen, hey, ich bin Mensch, wer bin ich denn eigentlich? Ich kann unglaubliche Dinge, ja, ich erschaffe sowieso alles. Also was erschaffe ich denn da jetzt? Ist es das, was ich wirklich haben will, oder ist es etwas ganz anderes, worauf es ankommt? Und dass ich wirklich sozusagen nach Hause hole meine Kraft und sage so, ich gehe jetzt nicht mehr mit dem mit, was die ganze Zeit mich klein halten will. Und es ist einfach so, wir sind in einer, du könntest sagen, auch global größerem Sinne, wirklich in einer großen Wandlungsphase. Und je nachdem, wo dein eigenes Bewusstsein steht, ist jetzt so oder so viel Prozent in deiner Umgebung schon in dem Sinne, wie du unterwegs oder eben noch gegen dich. Und du musst einfach wissen, das ist immer ein phasenverschobener Spiegel. Wenn jetzt viele Menschen in deinem Umfeld noch sind, dass sie wirklich sozusagen total auf negativ gehen, dann hat es was damit zu tun, dass das dein eigenes Negatives, sage ich mal, vielleicht vor einem halben Jahr oder so weiter, sich da jetzt noch spiegelt. Und heute stehst du schon woanders. Und jetzt geht es darum, dabei zu bleiben bei dem Neuen, was sich in dir entwickelt, wo du wirklich hin willst. Und du shiftest damit auch dein Feld um dich herum. Und das ist einfach wirklich der entscheidende Punkt. Zu sehen, ich komme aus der Opfersituation im Leben, wo ich Opfer von allem bin, in die tatsächliche, eigentliche Kraft von mir, nämlich Schöpfer zu sein und alles zu erschaffen, und zwar bewusst zu erschaffen. Und natürlich ist es so, ständig geht es darum, dass meine Kraft von innen stärker ist. Und das ist auch so, wenn ich eine Krankheit von innen heile, zum Beispiel, dann muss ich ja also ich habe zum Beispiel in diesen wahnsinnigen Schmerzen von Rheuma, habe ich mich leicht gefühlt, voller Beweglichkeit, voller Gesundheit, Vitalität, und zwar immer wieder und immer wieder und immer wieder, und mich bedankt dafür, dass es schon da ist, ja, und gespürt, als wäre es schon da, auch wenn noch gar nichts davon da war, und das permanent über Jahre natürlich gehalten, bis es sich in meiner physischen Realität entsprechend umgewandelt hat. Und genau das ist es, worauf es ankommt. Die alte Zeit, das ist die ganzen Limitierungen, das Nichtkönnen, die Schwierigkeiten, die Kriege, das Gegeneinander und all das Leben, was wir gar nicht leben wollen. Im Verhältnis zu dem, was wir wirklich leben wollen. Und das bedeutet, dass meine Kraft, mein Fokus ständig weiter, auch gerade dann, wenn ich es immer noch nicht sehe, und ich sehe ja immer noch so viele große Katastrophen um mich herum, muss ich dranbleiben und dranbleiben und dranbleiben, bis meine Energie von innen das Außen verwandelt hat. Alles ist Energie. Und die Materie, in der wir uns bewegen hier auf der Erde, ist so, dass einfach unsere Gedanken und Gefühle sich manifestieren. Unsere ganz selbstverständliche Lebenserwartung manifestiert sich im Außen. Und es gibt einfach keine andere Möglichkeit, als in uns eine neue Realität zu erschaffen, wenn wir eine neue Realität haben wollen. Aber das bedeutet, dass unsere Gedanken und Gefühle neu ausrichten müssen, aus dem Hamsterrad des alten, gewohnten heraustreten. Ja? Wie viel sieht dein Alltag aus? Ist der jeden Tag gleich? Stehst du um diese Uhrzeit auf und so machst du dir deinen Kaffee und was weiß ich, Frühstück, und dann rast du in die Arbeit und so weiter. Und bist du in der Lage, das komplett zu durchbrechen, was ganz Neues zu machen oder auch wirklich den Hut auf alles Alte zu setzen und ein neues Leben zu erschaffen an einer ganz anderen Stelle, in einem ganz anderen Lebenszusammenhang, wodurch sich alles ändert in unserem Leben zum Beispiel. Und das ist die Fragestellung. Und
alles in unserem Leben wird uns unterstützen, was nicht unbedingt immer angenehm aussieht, bis wir diese Schritte entsprechend machen. Die Dinge, die Ängste, die außen sind, die werden immer mehr verstärkt, bis wir sagen, es reicht. Jetzt mache ich einen neuen Griff, jetzt ergreife ich meine Verantwortung und ich gehe woanders hin. Und ich wandle das in die Richtung, wie ich sie haben will. Ja, und ich kann dem nicht aus. Auch wenn ich meine, ich möchte so gerne weiter Opfer sein, weil das so einfach ist und so von alleine geht. So ist doch das Allerwunderschönste, wenn wir anfangen, in unsere Kraft zu kommen und zu sehen, wow, ist es tatsächlich so. Es passiert tatsächlich Wunder über Wunder, weil ich jetzt den Weg nach innen gehe und weil ich wirklich mich auf das richte und ausrichte und fokussiere, was ich wirklich haben will. Wenn ich Frieden in der Welt haben will, muss ich Frieden in mir, mit meinem Leben, mit meiner ganzen Lebenssituation und mit den Menschen um mich herum in mir als Energie erschaffen. Und zwar so intensiv, dass es sich immer mehr ausbreiten kann in meinem Feld. That's it. Und ja, es war so schwierig und so mühselig und so weiter und so fort. Und der größte Segen, wenn ich den Weg gehe, liegt vor dir und wartet darauf, gehoben zu werden. Ich bin den Weg selber gegangen. Ich kann dir gar nicht vorstellen, du kannst dir gar nicht vorstellen, kann dir es gar nicht erzählen, wie unglaublich das war, als ich anfing, wirklich gesund zu werden. Und richtig anfangen konnte, wieder zu rennen. Und Sport ist immer noch, das hat ewig gedauert, ja, um die Muskeln alleine aufzubauen, weil die sind natürlich sowas von weg nach mehreren Jahren. Und man ist neu geboren, wenn man da hindurchgeht. Ja? Und jetzt bin ich auch gerade durch eine ganz, ganz schwierige Tropenkrankheit hindurchgegangen. Und bei uns waren ganz viele jetzt im Krankenhaus. Und durch die inneren Fähigkeiten, die innere Führung, die ich habe, ja, wurde ich, auch wenn ich einen wirklich schweren Verlauf hatte, super dahin durchgeführt. Es ist so absolut und wesentlich zu erkennen, was alles an Fähigkeiten in dir verborgen sind. Und dass im Grunde genommen nur Segen auf dich wartet, je mehr du anfängst, wirklich zu discoveren, in Bewegung zu kommen mit dem, was ist denn eigentlich das, was dich wirklich ausmacht. Und wenn wir anfangen, in unsere Fähigkeiten von innen zu steigen und die Dinge zu verändern, ich kann dir einfach sagen, es ist unfassbar wunderschön und wertvoll. Ja, es gibt keine Möglichkeit, eine Zukunft vorherzusagen, denn jeder wählt in jedem Augenblick immer wieder seine eigene Timeline durch seine eigenen Glaubenssätze, Gedanken, Gefühle und Erfahrungen und Erwartungen dem Leben gegenüber. Und entsprechend wird meine Zukunft. Aber jeden Moment, auch wenn ich noch so negativ unterwegs bin, kann ich neu wählen und mich auf das ausrichten, was ich wirklich haben will. Dazu muss ich blind innen in mir etwas erschaffen, was vorher nicht da ist. Aber genau genommen muss ich das mit jedem Kuchen, den ich backe, mit jedem Essen, was ich koche, mit jedem Bild, was ich male, mit jedem neuen Businessauftrag, mit jeder neuen Erfindung machen. Immer ist es das Erschaffen von innen und erst die Energien davon zu erschaffen und dann peu à peu das runter in die Materie zu holen. Das Thema für alles. Und warum soll das anders sein für unsere eigene Zukunft? In diesem Sinne, ich freue mich, wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, wenn du dieses tust. Und ich freue mich sehr, wenn du unter dieses Video schreibst, was das mit dir macht, die Worte, die ich hier sage. Und ich freue mich, wenn du es weiterleitest und likest. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass es dich gibt und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.